Hallo, heute war der große Tag und die Zahnspange ist raus. Kein Video mehr mit Zahnspange. Und jetzt habe ich schön geschlafen, nachgeschlafen und jetzt mache ich euch ein ganz aktuelles Video. Ja, ich musste früh raus heute. Naja, früh. Für mich ist das echt früh. Also 7:30 ist für mich schon früh. Weil der Termin schon um 9 war. Warte, 7:30? Nee, 7:30 Uhr, doch, ist 7:30. Ja, jedenfalls war es früh. Und gestern Abend konnte ich ja nicht einschlafen, so richtig. Ich war aufgeregt. Waren ja 2 Stunden veranschlagt. Hat dann fast 3 Stunden gedauert. Aber war ja auch das volle Programm, ne, wie ich schon das letzte Mal angekündigt hatte. Also zuerst die Spange raus. Ich hatte schon vorher ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich hatte schon diese, wie heißen die, diese Metallbänder, so heißen die, um die oberen Sechser, die hatte ich mir schon selber rausgemacht, weil die haben innen drin so einen Haken oder so einen Vorsprung und das hat mich gestört. Und dann habe ich im Internet geguckt, wie man das macht und dann habe ich mir die selber rausgebastelt. Und das war ganz angenehm. Und dann habe ich nämlich innen nichts mehr gehabt, was stört. Ja, und heute kamen dann die ganzen Brackets ab. Mit der Zange waren diese Clips ab. Das war zum Teil etwas unangenehm. Und zum Teil hat es gar nichts ausgemacht, also keine Ahnung warum. Ja, dann wurde der ganze Kleber abpoliert, der auf den Zähnen draußen dran klebte. Das war laut, aber okay. Ja, und dann kam meine Lieblingsprofessionelle Zahnreinigung. Aber ich hatte vorher hingeschrieben, meine Sonderwünsche. Ich bin halt immer so ein schwieriger Patient, ich habe Sonderwünsche. Aber das haben die ganz professionell gemacht. Also die haben sich halt alles gehalten, was ich wollte. Also ich wollte halt nicht, dass wieder hinter meinem Weisheitszahn unten sauber gemacht wird, weil das letzte Mal sich das dann so entzündet hat und mir ging es dann schlecht und das wollte ich nicht nochmal. Und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Genau, dann wurde halt alles poliert und gewienert. Das fand ich auch sinnvoll nach der Zahnspange, weil da hat sich ja doch eine ganze Menge überall abgesetzt, weil man kann ja auch nicht richtig putzen und der Zahnstein setzt sich dann erst recht unter diesen, wo die Brackets sind halt, da kommt man überhaupt nicht ran richtig. Genau, das hat eine ganze Weile gedauert, ich habe nicht öfter geguckt, aber es geht gut, ich habe also der Babybauch ist jetzt noch nicht so im Weg, das hat zwar fleißig gestrampelt da drin, aber ansonsten hat mich das nicht weiter gestört, dass der auf mir drauf lag die ganze Zeit, der ist noch nicht so schwer. Ja, nach der Zahnreinigung ging es dann zacki weiter, da waren dann die Füllungen dran. Also hier oben war mir mal eine rausgefallen und hier unten waren 2 Löcher. 2 Löcher, die ich schon seit Urzeiten hatte. Ja, das hat er auch super gemacht. Da oben gab es nicht viel zu bohren. Da hat er einfach also nur ganz bisschen und dann die neue Füllung rein. Unten hat er, also war doch weiche Karies auch, also weicher als das Stettin. Offensichtlich ist meine Ernährung doch, also meine Nährstoffsituation doch nicht so tipptopp optimal, dass sich das richtig wieder verhärtet hätte. Aber es ist auch nicht größer geworden in den letzten Jahren. Aber es war halt weiches Zeug, was er rausgekratzt hat. Das fand ich auch sehr cool, dass er da so präzise gearbeitet hat und um den Nerv zu schonen, weil der eine Zahn halt schon ein relativ großes Loch im Verhältnis zur Größe zum Zahn, also der vordere hier, der da doch nicht so groß gewesen und das Loch war schon, ja. Das hat er dann gefüllt. Bis hier oben gab es ein bisschen Schwierigkeiten. Hier ist immer noch das Zahnfleisch entzündet. Ich kann mir immer noch nicht erklären, also warum das jetzt noch entzündet ist. Irgendwie habe ich da noch komisch drauf gebissen, tagsüber. Also ich habe gemerkt, dass als ich diese Brackets noch dran hatte, ich halt mein Lippenschluss nicht so toll war. Und dann habe ich oft irgendwie die Zähne weiter vorne zusammengeführt, um einen besseren Lippenschluss zu haben, glaube ich. Also mal gucken, ich muss beobachten, wie sich jetzt entwickelt. Aber ansonsten ist ja mein Biss jetzt gut. Also nach der Seite war noch ein bisschen Verspannung. Da hat er noch eine Stelle gefunden, die ein bisschen zu hoch war. Aber ansonsten kommt das jetzt super zusammen. Also ich kann nicht mehr gar nicht. Ich habe auf beiden Seiten Kontakt. Habe ich ja letztes Mal auch berichtet, wie ich es vorher noch nie hatte. Und wenn ich früh aufwache, ist es auch alles schön entspannt.
Also daher kann das mit der Entzündung schon mal nicht kommen. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch mal gucken. Hoffnung hat man immer. Gibt ja eigentlich keinen Grund mehr, warum das jetzt noch da so muckern sollte. Ja, mal gucken. Ja, dann war die Füllung. Rucki zucki hat er die gemacht. Ich habe das ohne Betäubung gemacht. Irgendwie in jungen Jahren war ich noch super empfindlich, wenn irgendjemand an meinen Zähnen rumgebohrt hat. Aber inzwischen, ich merke fast nichts. Es piekst ein bisschen, aber ja. Ja, er meinte, danach Betäubung wäre besser gewesen. Dann hätte hier oben dieses Entzündete nicht so geblutet. Naja, aber ich mag das mit der Betäubung nicht. Dann ist man nachher so lange so an die Lippe hängt und es läuft alles raus beim Trinken. Ja, und so war dann einfach fertig und fertig. Ja, dann wurden noch Abdrücke gemacht. Der macht die Abdrücke, oder die Helferin macht dann die Abdrücke mit so einem Scanner. Das finde ich auch ganz praktisch, wenn man nicht diese Gummimasse oder was das ist, da in die Zähne gedrückt kriegt. Ja, dann war es fertig. Dann hat er nochmal geguckt und dann hat es gepasst. Und dann war ich auch fertig und bin nach Hause gefahren und habe nicht mehr viel gemacht und mich ins Bett gepackt und schön nachgeschlafen. Und jetzt fühle ich mich auch wieder wie ein Mensch und jetzt bin ich mal gespannt. Also so in einer guten Woche kann ich den Retainer abholen. Und bis dahin darf ich ohne rumlaufen mit nackigen Zähnen. Da meinte, der verschiebt sich wohl nicht so viel in so kurzer Zeit. Und wenn das so ein bisschen was ist, dann schiebt das der Retainer dann schon wieder gerade. Was eigentlich auch so mein Gefühl ist. Die Zähne sind jetzt, hier vorne war ja ziemlich wackelig mal zwischendurch, also da konnte ich die so hin und her bewegen. Das ist jetzt fast weg. Es gibt noch einen, den ich wackeln kann, ein bisschen, den da. Aber ja, das sollte sich dann auch wieder verfestigen. Ja, das ist mein erstes zahnspangenfreies Update. Und ich berichte dann weiter, wie es dann läuft im Retainer. Bis dann!